Zu den beliebtesten Videos hier auf unserem Kanal zählen die Videos zum Thema Schweiz. Und kein Wunder, viele Deutsche möchten gerne in die Schweiz auswandern. Die Schweiz ist eine Insel der Seligen. Hier verdient man das Doppelte wie in Deutschland und zahlt die Hälfte der Steuern. So jedenfalls die allgemeine Meinung. Heute wollen wir uns damit befassen, wer eigentlich in die Schweiz umziehen darf und was es hier steuerlich zu beachten gilt. Die Schweiz, ja, eine Insel der Seligen. Auch ich habe die Schweiz sehr lieben gelernt. Ich habe dort mehrere Jahre gewohnt im schönen Kanton Schwyz. Ich kann mich noch erinnern, als ich morgens aufgestanden bin, habe ich direkt auf den Zürichsee geschaut. Der hat je nach Wetterlage, je nach Sonneneinstrahlung seine Farbe geändert. Mal eher bläulich, mal eher grünlich. Eine Erinnerung, die mir noch lange im Gedächtnis bleiben wird und die ich so schnell nicht vergessen werde. Wirklich sehr schön. Und so geht es vielen Deutschen. Wir wünschen uns ja, dass Deutschland ein bisschen so wie die Schweiz ist. Natürlich, die Natur ist herrlich, alles ist gut in Schuss, die Züge sind pünktlich, sehr gute Qualität bei allen Dienstleistungen, die man dort beziehen kann. Wer möchte in einem solchen Land nicht leben, wo alles funktioniert, jedenfalls dem äußeren Erscheinen nach? Nun gut, die Lebenshaltungskosten sind freilich höher als in Deutschland, aber mit den höheren Gehältern dort kann man dies natürlich relativ gut ausgleichen. Tatsächlich sind die steuerlichen Vorteile in der Schweiz enorm. In der Schweiz sind ja die Steuern unterschiedlich je nach Kanton und Gemeinde und es gibt Gemeinden, wo man tatsächlich als Verheirateter mit Familie weniger als 5% Steuern bezahlt, zum Teil sogar nur 1% Steuern. Ja, du hast richtig gehört, 150.000 verdienen, 1% Steuern bezahlen. Das ist möglich in der Schweiz. Die Sozialabgaben kommen natürlich noch dazu. Und je mehr man dann verdient, da wird dann schon natürlich die Progression ziemlich schnell reinschlagen. Aber selbst wenn man in vielen Kantonen den maximalen Steuersatz bezahlt, wird man vielfach doch ungefähr bei der Hälfte des Betrages bleiben, der in Deutschland anfallen würde. Nun also zu der Frage, wer kann überhaupt in die Schweiz umziehen? Und wir sprechen natürlich jetzt vor allen Dingen von EU-Bürgern. Die Schweiz ist ja kein EU-Mitglied, hat aber dennoch sogenannte bilaterale Verträge. Was bedeutet das? Die Schweiz ist Teil vom Schengen-Raum. Personenfreizügigkeit. Wer darf in die Schweiz umziehen und unter welchen Bedingungen? Tatsächlich hat jeder EU-Bürger das Recht, in der Schweiz zu leben, unter der Bedingung, dass er dem Schweizer Staat nicht auf der Tasche liegt. Er muss also nachweisen, unser EU-Bürger, dass er über genügend Mittel verfügt, sich hier komfortabel in der Schweiz über Wasser halten zu können. Grundsätzlich gibt es hier 3 Möglichkeiten. Zum einen mal natürlich als Angestellter, das ist so ziemlich die einfachste Möglichkeit in der Schweiz zu leben. Ein Stellenangebot von einem Schweizer Arbeitgeber mit einem entsprechenden Gehalt, dann wirst du die Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz recht schnell erhalten. Auch als Selbstständiger kannst du hier die Aufenthaltsbewilligung erhalten oder mit deiner eigenen Firma. Hier musst du aber dann natürlich zeigen, dass diese Firma auch den entsprechenden Umsatz und die entsprechenden Gewinne erwirtschaften wird, um dich hier bezahlen und über Wasser halten zu können. Und auch als jemand, der vermögend ist oder sonstige Einnahmen hat, also sagen wir zum Beispiel mal ein Privatier, aber dazu zählen zum Beispiel auch Pensionäre und Rentner, können natürlich nachweisen, dass sie Einkünfte haben, von denen sie gut leben können und erhalten somit auch die Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz. Die Aufenthaltsbewilligung, die man als EU-Bürger bekommt, ist die sogenannte Aufenthaltsbewilligung B. Mit dieser Aufenthaltsbewilligung kannst du also in der Schweiz leben. Sie ist maximal für 5 Jahre gültig und danach kannst du dann auf die unbeschränkte Aufenthaltsbewilligung C wechseln. Was leider nicht möglich ist, ist zu sagen, dass du dir die Schweiz sozusagen hier aufbaust als Plan B. So nach dem Motto, ich besorge mir jetzt schon mal die Aufenthaltsbewilligung, lebe aber in Wirklichkeit noch im Ausland und wenn es dann wirklich in Deutschland knallt und ich weg will, fahre ich einfach über die Grenze und dann bin ich in der Schweiz und kann dort dann meinen Wohnsitz in der Schweiz nehmen. Das funktioniert leider nicht, denn die Aufenthaltsbewilligung B bedeutet, dass du dort mindestens 183 Tage dich in der Schweiz aufhalten musst und auch in der Schweiz dann unbeschränkt steuerpflichtig bist. Hier ist es also notwendig, letztlich in die Schweiz umzuziehen, dich dann hier anzumelden,
dir die Aufenthaltsbewilligung zu besorgen, wenn es soweit ist. Bevor du dazu bereit bist, kannst du diesen Schritt nicht machen. Wie gesagt, alle EU-Bürger haben ein Recht auf die Aufenthaltsbewilligung B in der Schweiz. Allerdings muss man hier recht genau aufpassen und sich recht genau erkundigen, wie es hier mit deinem Lebenspartner oder Ehepartner geht. Denn die Schweiz ist konservativ, das wissen wir. Also wenn du nicht verheiratet bist, hat zum Beispiel dein Lebenspartner nicht das Recht, hier eine Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs zu erhalten. Ja, hier muss also er dann seinen eigenen Job zum Beispiel in der Schweiz haben, wenn ihr nicht verheiratet seid, damit auch er, dein Lebenspartner, deine Lebenspartnerin, in der Schweiz leben kann. Auch wenn ein Ehepartner jetzt kein EU-Bürger ist, sondern aus einem Nicht-EU-Land stammt und sie oder er momentan ein Schengen-Visum hat, dann wird ebenfalls in der Schweiz letztlich ein separates Visum benötigt. Ein Nicht-EU-Bürger erhält nicht automatisch diese Aufenthaltsbewilligung B in der Schweiz, nur weil er oder sie mit einem EU-Bürger verheiratet ist. Das ist ein separater Prozess. Er ist natürlich absolut machbar, aber man muss es in seiner Planung einfach berücksichtigen und muss sich dazu natürlich dann durch deinen Anwalt beraten lassen. Jetzt sagen ja manche, Moment, ich habe gehört, es gibt hier ein sogenanntes Investmentprogramm in der Schweiz, wo ich als Investor hier einen Betrag investiere, zum Beispiel in ein Schweizer Business oder an der Börse oder in sonst irgendwas, und dann erhalte ich dort eben auch eine Aufenthaltsbewilligung, so eine Art Golden Visa. Das kann ich doch nutzen, denn da gibt es dann keine Aufenthaltspflicht. Leider stehen diese Programme oder dieses spezifische Programm hier wie alle Golden Visa in der EU, EU-Bürgern nicht offen. Dieses kann man nur nutzen, wenn man nicht EU-Bürger ist. Wie gesagt, die Schweiz hat sich ja hier in gewisser Weise dem EU-Recht unterworfen. Schweizer können ja auch in der EU leben und deshalb gelten hier die gleichen Regeln. Also als EU-Bürger kannst du dieses Investmentprogramm in der Schweiz nicht nutzen, über welches du dann dort einen Aufenthaltstitel erhältst. Das gilt nur, wenn du nicht EU-Bürger bist. Der einzige Weg, um in der Schweiz zu leben als EU-Bürger, ist eben diese Aufenthaltsbewilligung B. Selbst wenn du eben Investor, Privatier bist oder auch Rentner oder auch selbstständig, für alle gilt hier B. Das heißt, alle gehen über B in die Schweiz hinein und können dann nach 5 Jahren auf die Niederlassungsbewilligung C, die unbeschränkte Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz wechseln, wenn Sie das möchten. Kommen wir nun also zunächst mal zu den steuerlichen Fragen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, hier ergeben sich zum Teil sensationell günstige Steuersätze in der Schweiz. Die Besteuerung von der Schweiz ist also tatsächlich unterschiedlich von Kanton zu Kanton und dann von Gemeinde zu Gemeinde in diesem Kanton. Es gibt Kantone, insbesondere jene in der Westschweiz, also in der französisch sprechenden Schweiz, aber auch in den großen Städten wie zum Beispiel Zürich oder Bern, wo die Steuern dann schon relativ hoch sein können. Aber es gibt eben in der Innerschweiz, dazu gehört zum Beispiel Zug oder auch der Kanton Schwyz, das ist dann nicht mitten in den Bergen. Ich meine, Kanton Schwyz grenzt an den Zürichsee. Zug ist auch nicht weit von Zürich weg, also muss da nicht jetzt, sage ich jetzt mal, 3 Stunden in die Pampa fahren. Dort sind tatsächlich sehr günstige Steuersätze. Ich hatte es ja vorhin gesagt, zum Teil also gerade bei Familien mit Kindern, selbst bei Einkommen über 100.000, 1%. Und selbst wenn du alleinstehend bist, dann eben 4 oder 5% in diesen Gemeinden, jeweils zuzüglich Sozialversicherung, aber inklusive aller Steuern, also inklusive Bundessteuer, Gemeindesteuer und Kantonsteuer. Ja. Je mehr du dann verdienst, desto mehr musst du dann auch an Steuern bezahlen. Das heißt, in der steuergünstigsten Gemeinde in der Schweiz wirst du dann, wenn du 400.000, 500.000 oder so verdienst, natürlich auch dann, ich sage mal, 20 bis 25% Steuern bezahlen, aber immer noch natürlich erheblich weniger als in Deutschland. In anderen Kantonen sind dann die Spitzensteuersätze schon ähnlich wie in Deutschland, wenigstens bei diesen hohen Einkommen. Ja, das heißt, der Spitzensteuersatz gilt natürlich dann erst ab einem viel höheren Einkommen als zum Beispiel in Deutschland. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie kann sich die Schweiz denn ihren sehr großzügigen Sozialstaat und all die anderen Handouts hier leisten, wenn sie so günstige Steuern nun erhebt? Nun, da gibt es einen schmutzigen Trick, der hier angewandt wird, eine klassische Lektion aus dem Buch der Umverteilung. Es gibt nämlich die sogenannte AHV, die Alters- und Hinterbliebenenversorgung, also Sozialbeiträge. Und diese sind in der Schweiz, anders als bei anderen Ländern, auch bei sehr hohen Einkommen zu bezahlen. In Deutschland ist es ja zum Beispiel so,
dass du ab 70.000 Euro ungefähr keine Sozialabgaben mehr bezahlen musst. Wenn du also ein Gehalt hast von 80.000, zahlst du auf die ersten 70.000 Sozialabgaben, aber danach nicht mehr. In der Schweiz gibt es eine solche Deckelung nicht. Also auch wenn jemand 1 Million verdient, zahlt er hier die volle AHV. Das heißt, das sind so ungefähr 11%, das teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja, hier kommen also jede Menge Sozialabgaben rein. Das kann man natürlich dann schön unter den Armen verteilen und hier für soziale Gerechtigkeit und Umverteilung sorgen. Derjenige, der natürlich hier Kapitalerträge hat, der hat es gut, der muss nämlich keine AHV-Beträge dafür bezahlen. Selbstständige dagegen, Gewerbetreibende, bezahlen ebenfalls AHV, auch anders als in Deutschland. Apropos Kapitalerträge. Generell ist es so, dass man in der Schweiz bei Veräußerungserlösen keine Steuer auf diese Veräußerungserlöse bezahlen muss. Zumindest unter der Annahme, dass es sich um private Kapitaleinkünfte handelt. Also man handelt nur gelegentlich. Die Kapitalerträge sind nicht die Haupteinnahmequelle. Man ist kein professioneller Trader. Wenn man also nur hin und wieder zum Beispiel mal Aktienpakete verkauft, die man hat, dann sind die Veräußerungserlöse steuerfrei. Das gleiche gilt natürlich auch für Krypto und alle anderen Veräußerungserlöse am Kapitalmarkt. Kann also sehr interessant sein, dieser Punkt, wenn du Investments hast und immer hin und wieder mal etwas verkaufen möchtest. Wer eine Firma in der Schweiz gründen will, der hat ähnliche Optionen wie in Deutschland. Man kann ein Gewerbe anmelden, man kann auch eine Kapitalgesellschaft gründen, sehr beliebt und bekannt ja die Schweizer AG. Auch GmbHs gibt es natürlich in der Schweiz mit geringerem Stammkapital als bei der AG. Hier sind die Körperschaftssteuern, die zu bezahlen sind, natürlich weitaus weniger als in Deutschland. Beziehungsweise das ist so eigentlich nicht korrekt, diese Aussage, denn die Körperschaftssteuer ist ja in Deutschland auch nur 15%. Es gibt aber eben noch die Gewerbesteuer, die es aber in der Schweiz nicht gibt. In der Schweiz kannst du also sagen, dass du bei einer Gesellschaft insgesamt auf den Gewinn in den günstigen Kantonen 12 bis 13% Steuern bezahlst. Wir sind hier also beim gleichen Level wie vielleicht in Zypern. Zum Teil noch niedriger, zum Teil natürlich auch höhere Steuersätze, je nach Kanton wiederum, wo du dich aufhältst. Besonders populär ist ja auch der Kanton Zug, der sehr bekannt ist für seine günstige Unternehmensbesteuerung, wie auch die günstigen Einkommensteuersätze, wie wir ja vorhin schon gesagt haben. Sehr vorteilhaft in der Schweiz ist, dass es dort letztlich kein Außensteuerrecht, jedenfalls keines nach deutschem Verständnis gibt. Das heißt, so Dinge wie Hinzurechnungsbesteuerung und sowas, das gibt es dort in der Schweiz nicht. Du kannst dir ganz getrost an Auslandsgesellschaften beteiligt sein, solltest allerdings auch nicht unbedingt Geschäftsführer sein, denn das löst wiederum eine Betriebsstätte aus. Auch eine Meldepflicht von Auslandsbeteiligungen gibt es so direkt nicht. Allerdings gibt es in der Schweiz eine Vermögensteuer und wenn deine Firma im Ausland etwas wert ist, müsstest du diese Beteiligung hier in der Steuererklärung angeben, aber nicht im Sinne einer Compliance-Steuererklärung, dass du hier melden musst, dass du eine Auslandsbeteiligung erworben hast. Es geht, wie gesagt, nur um die Vermögenssteuer. Auch Dinge wie eine Wegzugsbesteuerung und sowas, das gibt es natürlich alles in der Schweiz nicht. Allerdings muss man sagen, wenn du ein Schweizer Unternehmen ins Ausland verlegst, was immer wieder mal passiert, ja, wir haben zum Beispiel Mandanten, die haben mal eine Schweizer Firma nach Malta verlegt. Dann gibt es auch in der Schweiz eine sogenannte Exit Tax, also eine sogenannte Entstrickung. Da muss man dann mit den Schweizer Finanzbehörden einen Deal machen und irgendein Ruling aushandeln, was in der Regel meiner Erfahrung nach recht vorteilhaft geschehen kann, wenn man hier kompetente Anwälte hat, die einen unterstützen. Mit solchen arbeiten wir in der Schweiz garantiert zusammen. So, deutsche Staatsbürger müssen natürlich leider beachten, dass es beim Wegzug in die Schweiz die sogenannte überdachende Besteuerung gibt. Das heißt, Deutsche gelten im Grunde als erweitert beschränkt steuerpflichtig, wenn sie in die Schweiz umziehen. Es muss dir klar sein, die Schweiz ist ein rotes Tuch für die Finanzbehörden in Deutschland. Hier will man jeden abstrafen, der in die Schweiz umzieht und das Ganze für ihn möglichst schwer und unattraktiv machen. Also, es gilt die erweitert beschränkte Steuerpflicht, allerdings nur für 5 Jahre. Das Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz wurde hier extrem aufgebohrt, um hier diesen speziellen Bedingungen, die Deutschland hier den Umzüglern in die Schweiz auferlegt hat, gerecht zu werden. Was heißt diese Regelung konkret? Naja, also konkret heißt es zum Beispiel, wenn du jetzt als Rentner oder Pensionär in die Schweiz ziehst und eigentlich hier gemäß DBA deine Rente in der Schweiz zu versteuern hast,
dann ist in den ersten 5 Jahren die Steuer noch in Deutschland zu bezahlen. De facto musst du dann sogar Steuern in beiden Ländern bezahlen. Das heißt, die Schweiz wird deine Rente versteuern und auch Deutschland. Ja? Du kannst aber dann bei der deutschen Steuer die in der Schweiz bezahlte Steuer natürlich dann anrechnen lassen. Insofern wird hier dann keine Steuer fällig, keine doppelte Steuer, wenigstens nicht. Betroffen davon ist übrigens nicht, wer in der Schweiz heiratet oder dort sich anstellen lässt. Aber alle anderen haben ansonsten mit dieser überdachenden Besteuerung tatsächlich zu kämpfen. Ob das jetzt für dich und in deinem Fall zu einem Problem wird steuerlich, besprich es am besten mit deinem Steuerberater oder Anwalt. Ein interessantes Urteil gab es vom BfH im Jahre 2023. Dort hat nämlich der BfH geschrieben, dass in puncto Wegzugsbesteuerung die Schweiz mit einem EU-Land gleich zu behandeln ist. Im konkreten Fall ging es um einen Deutschen, der in die Schweiz umgezogen war. Zu diesem Zeitpunkt, also es ging um die Jahre vor 2022, wurde die Wegzugsteuer bei einem EU-Umzug gestundet. Aber das Finanzamt wollte von ihm letztlich die Wegzugsteuer haben, weil er in die Schweiz umgezogen war. Der BfH hat nun entschieden, dass dies rechtswidrig ist und die Wegzugsteuer muss gestundet werden, denn wie gesagt, die Schweiz gilt hier mehr oder weniger als EU-Mitglied aufgrund der bilateralen Verträge, auch wenn sie kein EU-Mitglied ist, aber es gilt hier eine Gleichbehandlung. So, hör mich an. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Wegfall der Stundung der Wegzugsteuer bei einem Umzug innerhalb der EU, wie wir sie ja in Deutschland seit 2022 kennen, rechtswidrig war und in Kürze korrigiert wird und dann wieder eine Stundung eingeführt wird. Das heißt dann aber auch, dass man in die Schweiz umziehen kann und die Wegzugsteuer gestundet wird, aufgrund dieses BfH-Urteils vom September 2023. Deswegen ist dieses Urteil besonders wichtig. Also, du siehst schon, hier gibt es einige Komplexitäten. Das alles kann man natürlich in diesem Video nicht erklären. Ich würde daher natürlich raten, besprich diesen Umzug in die Schweiz sehr gründlich mit deinem Steuerberater, mit deinem Rechtsanwalt und lass dich hier genauestens beraten, damit du hier nicht in eine Steuerfalle tappst. Das kann ansonsten teuer werden. Wenn auch du findest, dass die Schweiz ein Paradies ist und dorthin umziehen möchtest, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und mit dir über deinen Umzug in der Schweiz zu sprechen und was es für steuerliche Implikationen in Deutschland und der Schweiz gibt. Wir helfen seit vielen Jahren Mandanten in die Schweiz auszuwandern und dort ihre steuerliche Situation zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Den Link zum Beratungsgespräch packe ich hier in die Beschreibung rein. Ich würde mich freuen, dich demnächst kennenzulernen und zu unserer Mandantschaft hinzuzählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.